wonder if you agree with me that Putin does not have a big interest in these two regions, unlike with the Crimea, because those two regions are economically in a very bad state. So I think if he would take them to areas, he would earn more problems than it would help Russia. Do you agree with that standpoint? One second, I have to say it in German. Also hat jetzt gerade gefragt, sozusagen, ob es nicht sozusagen im Unterschied zur Krim für Russland völlig andere ökonomische Interessen, sage ich mal, gibt. Also Russland hat eben gerade kein ökonomisches Interesse und, sage ich mal, auch kein Interesse, sage ich mal, militärisch gesehen an den Gebieten Donetsk und Lugansk und dass es deshalb dort sozusagen keine Intervention auch geben wird. Yeah. Did you get the question? Can you hear me? Yes, I must. I answer the question. I agree with it because we see that Crimea and Donbass will be a great burden for Russian economics, especially Donbass after current war, where the structure is bombed, shelled, and destroyed. I think Putin and Russia are not interested in joining Ukrainian regions, despite there are maybe some interests of Russian. Also glaubt, of some Russian circles in it, but economically, okay. Please. Glaubt generell sozusagen nicht, dass Russland ein sehr großes Interesse in den Regionen von Donetsk und Lugansk hat, unter anderem auch, weil jetzt sozusagen nach dem Einsatz, nach dem Bombardement dieser Städte und Regionen auch sozusagen ein Wiederaufbau zu finanzieren wäre. Das wäre ein Grund. Ja. Hatten wir noch eine Frage? Ja, gerne. Yes, please, once more, please. Yeah, do you want to say once more? Or? Do you want to add something? Or? Yes. Yeah, okay. To end it. However, despite all the Russian reluctance to be lured to be pulled into Ukrainian conflict, we see that the Ukrainian authorities and especially far-right groups always try to pull Russia into the conflict by various provocations on borders, attacks on embassy, attacks against some Russian institutions. So actually we see every day how Ukrainian far-rights try to provoke Russia to participate in Ukrainian conflict, so that NATO side from the West into Ukrainian conflict. So I see the whole situation as the attempt of Ukrainian authorities to set Russia and rest of countries into full war on the territory of Ukraine. Okay, ja. Also er sagt sozusagen, dass aber im Gegensatz dazu die ukrainischen Rechtsextremisten etc., dass die ein gewisses Interesse daran haben, Russland in diesen Konflikt zu verwickeln. Es gab in den letzten Tagen immer wieder Angriffe auf die russischen Grenzposten in dem Osten der Ukraine durch sozusagen Provokateure von den Seiten dieser Kiewer Regierung. Und es ist so, dass die ukrainischen Faschisten und die ukrainische Regierung eventuell durch diese Angriffe auch provozieren wollen, dass die NATO ihnen zu Hilfe kommt.
Okay, next. Ich würde gerne, dass du mir übersetzt. Mein Name ist erstmal Toni Weiß aus München. Gleich im Vorfeld möchte ich vielleicht, dass du immer verklärst, ich bin auf jeden Fall kein Nazi, und dazu eine kurze Geschichte. Ganz kurz, also das ist wirklich wichtig. Ich bin von Familienseite, mein Opa, Janis Mingipis, ist einziger Überlebender aus einem Dorf, das von SS-Truppen kalt gemacht worden ist. Ja, also aus der familiären Seite bin ich geschädigt. Also ich bin mit Sicherheit kein Nazi, auch die Leute, die das im Internet dann sehen. Punkt 1, an dich, dieses Abzeichen, das du an der Brust kriegst. Was ist das für unsere Zuschauer? Das ist ein St. Georgsband, das ist sozusagen ein Zeichen, was wieder etabliert wurde als Zeichen des Sieges über den Hitlerfaschismus. Das wird in Russland zum 9. Mai so getragen, also sozusagen zum Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus. Der ist übrigens in Deutschland am 8. Mai. Es sind 2, 3 kleine Fragen. Ja, es geht hier erstmal um Frieden, oder? Wir stehen hier für den Frieden, auch in der Ukraine. Ja, weißt du, das ist dann nicht so toll, weißt du, das kommt dann hier nicht so gut rüber. Fakt ist, um Gewalt auszulösen, also Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Was ist passiert und wer hat zuerst Waffen in die Hand genommen? Und ich möchte nur zu bedenken geben, wenn hier in Deutschland, in Berlin, in Kreuzberg, türkische Mitbürger zur Waffe greifen würden und ausrufen würden, sie möchten jetzt eine türkische, wie sagt man, Enklave oder wirklich eine selbstbestimmte Bereich für sich abschotten, ja, mit eigener Regierung und so weiter. Was würde Deutschland tun? Also ich verstehe zum einen die Politik der Gegner, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle in der Regierung, der Gegnerregierung, und das soll er mir vielleicht bestätigen, ob das alles wirklich Faschisten, alles Nazis sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach unglaubwürdig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diverse Subjekte, kriminelle Subjekte mit Sicherheit die Regierung unterwandert haben. Aber wir sollten in Deutschland auch sieben, er gehört zu einer sozialistischen Partei, will er wirklich uns sagen, dass alle, die da drüben, also auf der Gegenseite kämpfen, Nazis und Faschisten sind? Oder ob es wirklich auch andere gibt, die einfach wirklich ihre Nation auch bewahren wollen. So actually his question was if there is really, you know, if the whole government is actually fascist, or if not, which parts of the government are fascist, which are not, and maybe you can tell something more about that. Okay, yes, actually not all the government are fascist, but there are many outright fascists that are ministers, general prosecutors, the heads of military units, translate. Also die Sache ist die, es sind sozusagen natürlich nicht alle Leute, die in der Kiewer Regierung beteiligt sind, Faschisten. So. Die Sache ist die Faschisten sind in den zentralen Positionen in der Kiewer Regierung. Das heißt, sage ich mal, Verteidigungsministerium, Generalstaatsanwalt etc. Das heißt, diese ganzen wirklich relevanten Positionen für den Staat sind in der Hand von Leuten, die bei Svoboda sind oder halt wirklich sehr gute Kontakte zu den Faschisten haben. Und das ist, glaube ich, was man sehen muss, und da kann man sich da auch sehr gut im Internet darüber informieren, wer da in welcher Position ist und von welchen Parteien die kommen etc. For example, General Prosecutor from Svoboda Party immediately in office the next day released all the Nazi murderers who were
convicted for racist crimes, for murders, and now those released murderers, members of Nazi parties like Social Nationalist Assembly, like Party of Ukraine, Neo-Nazi Party, they are now the chiefs chiefs of battalions that lead the military crackdown on Donbass. Also er hat sozusagen noch ein Beispiel angeführt, dass halt dieser Generalstaatsanwalt sozusagen, der von Swoboda kommt, halt zu seiner Amtseinführung erstmal alle Leute entlassen hat, die aufgrund von faschistischer und rassistischer Gewalt in den Gefängnissen saßen, und dass es eben halt auch diese Leute sind, die jetzt unter anderem kämpfen gegen die Leute des Donbass. Okay. And another problem. Can I continue? Yeah. Yeah. And another problem that even mainstream right-wing political parties like Fatherland Party have many people that adopt neo-Nazi ideology, racist ideology. For example, today the also Udar, oder? Udar? For example, from Klitschko. From Klitschko party, from Fatherland Yulia Tymoshenko party. They have many outright fascists included. For example, the so-called chief of Maidan, MP Andrei Paruvi, is a founder of Socialist Nationalist Assembly, and now he is the Secretary of State Security and Defense Committee. Also er führt nochmal sozusagen als weitere Beispiele an, dass ein riesiges Problem ist auch, dass alle sozusagen Parteien, die so wie hier sozusagen die CDU etc., so nationalliberale Parteien etc., dass diese auch alle offene, sage ich mal, Leute, die wir ganz klar als Neofaschisten bezeichnen würden, dass sie diese Leute in ihren Reihen haben und dass die ihre Positionen auch vortragen dürfen so und die offen äußern dürfen. Und es gibt sozusagen einen relativ offenen Rechtsruck in der Ukraine, sodass auch diese ganzen Parteien, wie zum Beispiel Timoschenkos Partei oder Klitschkos Partei, sehr viele offen rassistische Positionen vertreten. So ein kleines Beispiel sozusagen selbst von der sozialistischen Partei, also sozialdemokratischen Partei sozusagen in der Ukraine, war es so, da ist ein Abgeordneter vor wenigen Tagen, als die russische Botschaft angegriffen wurde von Neonazis, aufgetaucht vor der Botschaft, wollte die Menge beruhigen. Die Menge ist dann zu ihm hingegangen, das waren halt alles wirklich militante Neonazis, ist die Menge zu ihm hingegangen und hat ihn aufgefordert sozusagen, jetzt mach doch mal was gegen diese beschissenen Russen, mach doch mal was gegen diese Kommunistenschweine, hier nimm diesen Stein, schmeiß den Stein auf die Botschaft und so weiter. Man muss klar sagen, die ganze Botschaft wurde mit einem Steinhagel zerstört, es wurden mehrere Autos kaputt gemacht, die Leute, ich weiß nicht genau, ob Leute in der Botschaft waren, aber es war auf jeden Fall eine sehr brenzliche Situation. Und dieser Abgeordnete, obwohl man jetzt klar sagen muss, ja, er ist ja selber ziemlich sicher kein Faschist gewesen so, aber er hat sich diesem Druck von außen gebeugt und hat dann mit den Neonazis den Stein auf die russische Botschaft geworfen. Und da muss man halt irgendwie klar sehen, wenn es so eine Tendenz gibt in der Gesellschaft auch, sage ich mal, so eine Tendenz, die durchaus auch von oben verordnet wird etc., dann ist es absolut gefährlich. Und sage ich mal auch, wenn halt Leute, wie zum Beispiel einer der Kommandeure des Maidans, der vorher in der sozialen nationalistischen Partei der Ukraine war, so einer faschistischen Organisation, wenn der zum Chef des Sicherheitsapparates des ukrainischen Staates wird, dann ist es halt einfach brisant so. Yeah. We have two more questions, and we have two more questions, and please make short answers. So because we have not anymore that much time. Okay, perfect. I would like to finish the previous question. У меня один вопрос, я сначала его по-немецки произнесу, потом вам скажу. Hallo. Ich
ich bin Natalia, ich bin gebürtige Weißrussin, deswegen kann ich jetzt auf Russisch reden. Ich wollte fragen, also ich persönlich, ich verfüge über Informationen dank meiner Muttersprache. Ich kann auch russische Nachrichten lesen und ich verfüge über Informationen, dass mittlerweile für heute, also heute haben wir 23. oder? 23. Allein die Gebiete um den Rostov, die haben mehr als 13.000 Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine. Aber das ist nur in diesem Gebiet und sind noch mehrere Tausende mittlerweile schon in verschiedenen Orten von Russland weitergeleitet, verstreut und werden betreut. 400.000. Ich wollte halt unseren Abonnenten fragen, ob er über diese Informationen irgendwie auf irgendeine Weise verfügt. Я хотела спросить, есть ли у вас информация о беженцах в Россию, о каких-то числах, вот вы, находясь в Украине, потому что мы можем, например, полагаться на источники русские. Что можете по этому поводу сказать? Можете по-английски, может быть, говорить? As far as I know, there are some 70,000 of Ukrainian refugees in Rostov region and some thousand in Crimea and many people also are internal refugees that flee to other countries of Ukraine, other regions of Ukraine. So 30,000 in Rostov region? About 70,000. 70,000. Okay, also es gibt wohl um den Rostov rum, um Rostov am Don rum, gibt es wohl 70.000 Flüchtlinge, die aus den ukrainischen Gebieten geflohen sind nach Russland. Und also was ich zuletzt gehört habe, waren Zahlen von bis zu 400.000. Und es gibt natürlich auch noch sehr viele Leute, die sozusagen auf die Krim geflohen sind etc. Okay, we have another question. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt ist Abend schon. Ich bin geboren Polen, lebe 4 Jahre bei Deutsch und mein Spanisch schön. Mein Name ist Edita Jolanta Subat, geboren vom 10.06.1982 und ich schreibe Musik. I love your music. Okay. Yeah, she loves your music, so maybe she should sing a song or something. I don't know. Okay, wir haben noch eine Frage. Inwieweit sind amerikanische Söldner von ehemals Blackwater? Damit ich die Leute auch mitkriege. Hallo, mein Name ist Christian. Ich hätte die Frage an die Ukraine zu stellen, inwieweit amerikanische Söldner ehemals Blackwater in der Ukraine aktiv sind in der Ausbildung und auch in der Beschaffung von Material zur Kriegsführung. Und die zweite Frage ist, inwieweit eigentlich Monsanto schon Landgrabbing betrieben hat und ob Fracking erlaubt worden ist, nachdem der Herr Biden seinen Sohn etabliert hat in der Wirtschaftsebene beim größten Ölkonzern. So his question is actually how much are private military companies involved in Ukraine, like Blackwater, which is known from Iraq, and are these people participating in the fights, or are they training, or what are they doing? There were information about private mercenaries from Greystone Limited company involved in Ukrainian civil war. But I think their numbers are there are not many of them. Maybe some dozen persons that in fact
mostly trained Ukrainian Nazi battalions, Ukrainian armies. There are such private mercenaries, but the number is not high. Maybe some dozens of mercenaries. Okay. Also er glaubt, dass unter anderem zum Beispiel Greystone durchaus verwickelt ist in diese ganze Geschichte, dass dort von Greystone Militärausbilder geschickt wurden in die Ukraine, aber dass die Zahl von diesen Leuten relativ gering ist und dass diese halt vor allem in der Ausbildung von ukrainischen Neonazis etc. Und ukrainischen Militär eine Rolle spielen und nicht direkt in den Kampfhandlungen der Armee. And the second question, what I think about something like Monsanto and stuff. So how are maybe in general are there already international companies who are influencing the politics of Ukraine, who are saving like land, like trying to establish laws to make their companies work in Ukraine and stuff? Sorry, but I have no information about Monsanto involvement in the Ukrainian conflict. I can't say anything about Monsanto in Ukraine. I'm sorry. Okay. Do you have information on other companies or so that are involved? Yes. We see now the involvement of Western gas companies like Shell in Donbass that are trying to explore fracking gas in Donbass, and that's why there's such a fierce battle for Donbass, because there are large depositories of large resources of fracking gas. Ja, also er hat sozusagen jetzt zum Beispiel zu Monsanto hat er keine genauen Informationen, aber er hat was angemerkt, was auch noch relativ wichtig ist. Es gibt in der Donbass-Region, die ja sozusagen unter Volkskontrolle zurzeit steht und die angegriffen wird von der ukrainischen Regierung, in dieser Donbass-Region gibt es große Vorkommen von Erdgas und so weiter, die unter anderem durch Fracking gefördert werden sollen. Und es gibt deshalb sozusagen auch ein Interesse, des Donbass sozusagen wieder ökonomisch gesehen auch an die ukrainische Region anzugliedern. Genau. Okay, we have one more question. Stimmt, dem gefallen hier vorne hin. Das wünscht er sich sehr. My question came up when the other gentleman asked about Blackwater. I run a little radio platform with my brother together, and I found evidence that the NATO was actually recruiting people in the Ukraine in the years before and actually trained them, especially the people in Maidan, to resist the police, to attack the police. I do believe that the NATO is much more involved in training people and actually bringing in some outside forces than Blackwater actually is. Do you agree with me? Because I believe the Americans are actually using us more as their to do the things they really want to establish in Ukraine for their purpose. Ich sage nochmal kurz auf Deutsch. Also er hat nochmal sozusagen die Frage ganz konkret, es geht um die NATO-Beteiligung, die NATO spielt auch eine unheimlich wichtige Rolle und er hat sozusagen eine ganz konkrete Frage gehabt, es gab Hinweise darauf, dass die NATO vor diesem Staatsstreich in diesem Jahr bereits Leute trainiert hat, diese Neonazi-Gruppen trainiert hat, teilweise ich glaube irgendwo in Lettland oder sowas, und ausgebildet hat, wie sie sozusagen militant in irgendeiner Form, auch mit Waffengewalt, diesen Staat stürzen können. Und ob er darüber noch weitere Informationen hat oder was dazu sagen kann. Yes. Yes. The thing is that
those paramilitary neo-Nazi units and units of Nazi ultras, they were trained long before Maidan, and there were summer training camps where various specialists, military specialists from Western countries trained Nazi ultras that became later the stormtroopers. There were American and especially French officers during the Maidan who trained the paramilitary units in the occupied buildings. I know about it, and mostly the involvement of NATO countries is its military financial aid and the delivering of such specialists who train Ukrainian militaries and neo-Nazi units. Okay. Also er sagt, dass sozusagen erstmal, was halt aktuell, sage ich mal, relevant ist oder sehr, sehr groß ist, ist die finanzielle Hilfe der NATO-Staaten, der EU etc. und sozusagen die Militärberater, die Militärausbilder, die dorthin geschickt werden. Ich habe vielleicht noch, sage ich mal, neulich habe ich auch gesehen, die komplette Essensrationen etc. werden alle aus den USA gestellt für die ukrainische Armee. Was vorher sozusagen relevant war, ja, es war so, dass die NATO und die NATO-Staaten bereits vorher paramilitärische Gruppen ausgebildet haben. Man muss dazu sagen, dass viele Leute, die jetzt aktiv sind im rechten Sektor und kämpfen etc., dass die auch vorher zum Beispiel in Tschetschenien gekämpft haben und so weiter. Das ist, glaube ich, auch noch ein Fakt, den man einfach mal nennen muss. Das heißt, es sind Leute, die auch durchaus auch eine ganz konkrete militärische Erfahrung haben. Genau. Okay, we will, our time is running out because I was told that our time is running out and no, sorry. Nein. Eine echte Frage. Eine echte Frage. Okay, ich möchte jetzt einfach zum Ende kommen so. I wanted to ask you one last time. So, what do you want to tell us? What do you want to tell the people of Germany? And what is your final statement? Okay, I would like to thank everybody who expressed solidarity with Ukrainian anti-fascists and those who demand to stop the war in Ukraine. Thank you everybody. Vielen Dank für alle. Also er möchte sich bei allen hier bedanken, das hat man mitbekommen, bei allen Leuten, die sich solidarisieren mit den Leuten in der Ukraine, die sich klar aussprechen gegen die Dinge, die dort passieren. Ich möchte vielleicht nochmal ein ganz kurzes abschließendes Wort sagen, weil ich meine, die ganze Geschichte auszuführen ist zu kompliziert, aber ich möchte einfach sozusagen nochmal darauf hinweisen, dass wir als deutscher Staat durchaus eine große Schlüsselrolle in dieser ganzen Sache spielen und dass wir sozusagen als Deutsche uns in irgendeiner Form mitzuverantworten haben für das, was da passiert. Allein schon aus dem historischen Hintergrund heraus. Man muss sehen, dass Stefan Bandera sozusagen unter anderem Agent damals war im Zweiten Weltkrieg des faschistischen Geheimdienstes von Hitler. Man muss sehen, dass Stefan Bandera ist hier in München, in dieser Stadt, gestorben. Warum? Weil er nach dem Zweiten Weltkrieg niemals für seine Kriegsverbrechen, die er begangen hat, für seine Morde, die er begangen hat, belangt wurde, sondern er wurde von unserer Regierung, von dem BND gedeckt, geschützt und wurde hier in Sicherheit gebracht, um weiterhin diese faschistischen Terrorgruppen in der Ukraine am Leben zu halten, um dieses Netzwerk von Nazis, die er hatte, weiter zu mobilisieren etc. Das geschah damals vor allem zum Beispiel auch bei diesem Radiosender Radio Freies Europa, Radio Free Europe. Heute heißt es übrigens Radio Svoboda.
und sendet nicht mehr aus München. Bis vor 10 Jahren oder sowas, in die 90er Jahre, hat dieser Radiosender noch hier aus München gesendet. Das war einfach ein Propagandaradio im Auftrag des CIA und des BNDs, das sozusagen dafür da war, Propaganda in den Osten auszustrahlen, in die Ukraine auszustrahlen und gerade auch diese faschistischen Punkte in irgendeiner Form zu fördern. Genau, und deshalb ist es absolut wichtig, dass wir sozusagen auch uns informieren, inwieweit unsere Regierung involviert ist. Die hat einen großen Dreck am Stecken in dieser Geschichte in der Ukraine. Genauso Leute wie Steinmeier, die es nicht zugeben wollen, aber man sieht es ja, wenn Steinmeier konfrontiert wird von 3 Leuten mit einem Schild gegen Nazis in der Ukraine, wie der dann am Rad drehen ist. Und weil er ganz genau weiß, nämlich was in der Ukraine abgeht und wen er da an die Macht gebracht hat. Und das will er halt eben nicht, dass die Leute das hier auch sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns hier alle informieren, dass wir zum Beispiel diese Veranstaltung hier machen, wo wir klar dagegen Stellung beziehen, was in der Ukraine abgeht. Deshalb, ich danke euch nochmal allen herzlich, dass ihr hier wart und die Fragen gestellt habt und euch solidarisiert habt mit den Leuten der Ukraine. Vielen Dank. Wir wollen jetzt eine kleine Pause machen, weil die Leute das wirklich verdient haben. Sie haben viel Aufmerksamkeit jetzt geschenkt. Wir würden euch eine Viertelstunde Zeit geben, euch auch untereinander